Das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Als Heimstatt der Himmelsscheibe von Nebra ist es weltbekannt. Darüber hinaus beherbergt es eine der ältesten, umfangreichsten und bedeutendsten archäologischen Sammlungen in ganz Deutschland. Das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle zählt zu den renommiertesten Institutionen der Archäologie in Mitteleuropa. Als Zentrum der Wissenschaft und Forschung hat es eine Vergangenheit, die bis ins Jahr 1819 zurückreicht und in der Traditionslinie sächsisch-thüringischer Altertumsvereine steht. 1882 wurde es als zentrales Spezialmuseum der preußischen Provinz Sachsen gegründet, um die enormen archäologischen Bestände der Region zu ordnen, auszuwerten und öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Das heutige Museumsgebäude wurde zwischen 1911 und 1913 erbaut. Wilhelm Kreis, einer der bedeutendsten Architekten des Kaiserreiches, schuf damit das erste rein für prähistorische Archäologie konzipierte Museum in Deutschland. Seine Fassadenarchitektur zitiert ein provinzialrömisches Stadttor, die Porta Nigra in Trier, und inszeniert den Besuch des Hauses als Eintritt in die Vergangenheit. In den letzten 100 Jahren haben sich unsere Vorstellungen vom Leben in weit zurückliegenden Epochen grundlegend geändert. Das Wissen über diese Zeit wird dank archäologischer und interdisziplinärer Forschung stetig erweitert. Dementsprechend hoch sind die Ansprüche an ihre Präsentation. Die heutige Dauerausstellung ist der Nukleus des Museums. Ihre ästhetischen, didaktischen und szenografischen Qualitäten sind vielfach preisgekrönt. Hochkarätige Exponate werden durch Inszenierungen auf höchstem Niveau zum Sprechen gebracht. Auch aus den frühesten Tagen der Menschheit liegen eindrucksvolle Zeugnisse vor. Ein weltweites Unikat ist ein Elefantenschienbein mit gleichmäßig angelegten Ritzlinien aus der Hand eines Homo erectus, das zusammen mit Skelett- und Siedlungsresten bei Bilzingsleben im heutigen Thüringen gefunden wurde. Diese ältesten grafisch-kommunikativen Zeichen belegen, dass der Urmensch ein denkender und bewusst handelnder Mensch war. Ebenfalls einzigartig ist ein Stück Birkenrindenpech, das nachweislich zur Befestigung einer Steinklinge in einen Holzgriff gedient hat. Dieser 80.000 Jahre alte Klebstoff zeigt den ältesten Fingerabdruck der Welt. Aus der letzten Phase der Jäger- und Sammlerkulturen in Europa stammt der überaus seltene Nachweis einer Schamanin mit ihrem aufwendigen Zeremonialornat. Die 30- bis 40-jährige Frau wurde vor ungefähr 9.000 Jahren im heutigen Bad Dürrenberg bestattet. Das überreiche Beigabeninventar bezeugt eine gesellschaftliche Sonderrolle der Toten. Bemerkenswert ist die enorme Vielfalt der im Grab repräsentierten Tierarten, die nicht alle als Nahrungsvorrat für das Jenseits zu erklären sind. Ethnografische Vergleiche legen nahe, dass manche Objekte als Bestandteile eines Ornats oder der Requisiten schamanistischer Praktiken zu deuten sind. Genetische Untersuchungen erlauben die Rekonstruktion des Aussehens der Frau. So wissen wir, dass ihre Haut dunkel und ihre Augen blau waren. Die für ihre Zeit außergewöhnlich reiche Beigabenausstattung zeigen eine Persönlichkeit, die innerhalb einer oder mehrerer Wildbeutergruppen hochgeachtet war. Der Übergang zur sesshaften Lebensweise, verursacht durch die beginnende Einwanderung früher Ackerbauern und Viehzüchter, markiert um 5500 v. Chr. das Ende der Mittelsteinzeit.
Die Veränderungen in der darauf folgenden Jungsteinzeit waren dramatisch. Mit der Sesshaftwerdung kommt es zu dem entscheidenden Einschnitt in der Kulturgeschichte der Menschheit. Denn erstmals beginnt der Mensch, die Natur nach seinem Willen umzugestalten. Tausende perfekt gearbeitete Steinwerkzeuge vermitteln den Willen und die Vehemenz, mit der der Mensch in die Ökosysteme eingreifen wird. Die Neolithische Revolution markiert nicht nur den Beginn von Ackerbau und Tierzucht. Mit ihr beginnt die intensive Umgestaltung der Natur und die Entwicklung differenzierter Sozialstrukturen. Eine Folge: Bevölkerungswachstum und Ressourcenverknappung. Das führte zu organisierter Gewalt. Ein bewegendes Beispiel dafür sind die Gräber von Eulau. Vor rund 4600 Jahren starben 13 Menschen in einem Konflikt zwischen zwei konkurrierenden Gruppen. Molekulargenetische und biochemische Analysen wiesen nicht nur die Herkunft der Bestatteten nach, sondern erbrachten den ersten naturwissenschaftlichen Nachweis einer Kernfamilie in vorgeschichtlicher Zeit. Die DNA-Untersuchungen wurden 2008 vom Time Magazine unter die 10 weltweit wichtigsten wissenschaftlichen Entdeckungen des Jahres gewählt. Besuchermagnet der Dauerausstellung ist, zweifelsohne, die weltberühmte Himmelsscheibe von Nebra, die älteste konkrete Himmelsdarstellung der Menschheit. Sie hat die Sicht auf die frühe Bronzezeit revolutioniert. Im Kontext mit weiteren Funden wird der weit gespannte geistige und ökonomische Horizont dieser Epoche und der sich etablierenden Herrscherpersönlichkeiten deutlich. Zwischen 2200 und 1600 v. Chr. Entstanden im heutigen Mitteldeutschland gesellschaftliche und wirtschaftliche Netzwerke, die bis in die entferntesten Regionen Europas reichten. Funde aus Irland, Südfrankreich und Skandinavien zeigen eindrucksvoll die weitreichenden Handelsverbindungen der frühen Bronzezeit. Die Himmelsscheibe von Nebra und ihre Präsentation im Landesmuseum sind ein überregional bedeutender touristischer Anziehungspunkt. Allein im ersten Jahr ihrer dauerhaften Präsentation kamen ihretwegen 125.000 Besucher nach Halle. Bis heute waren es über 1 Million. Der Fundreichtum Mitteldeutschlands erlaubt eine szenografische Inszenierung aller nachfolgenden Epochen. Zahlreiche Hort- und Depotfunde aus der mittleren und jüngeren Bronzezeit belegen Wohlstand und Konflikte, die erstmals mit seriell hergestellten Waffen ausgetragen werden. Einen erneuten Epochenwandel stellt die Zeitenwende dar, die in Mitteldeutschland durch den Einzug römischer Kulturgüter in germanische Gebiete gekennzeichnet ist. Das Landesmuseum präsentiert diese herausragenden Funde in einem Raum, der einer Schreibstube eines römischen Historikers nachgebildet ist. Als Gegenstück dazu ist die Rekonstruktion einer skandinavischen Königshalle zu verstehen, die den Blick der spätantiken Welt während der Völkerwanderungszeit auf die Barbaren jenseits des Römischen Reiches zeigt. Das Fürstengrab von Gommern und der Spangenhelm von Stößen zählen zu den Schlüsselfunden aus den Jahrhunderten nach Christi Geburt, einer Übergangszeit, die vor allem vom vielschichtigen Prozess der Christianisierung gekennzeichnet ist. Der Reiterstein von Hornhausen, seit langem das Signet des Museums, repräsentiert eines der europaweit wichtigsten Steinmetzwerke des frühen Mittelalters und zeigt ein germanisches Grabmonument in einer Zeit, die vom Widerstreit des alten heidnischen
und des neuen christlichen Glaubens geprägt war. Weitere archäologische Funde bereichern und ergänzen die spärlichen Schriftquellen aus dieser Epoche und belegen die zahlreichen Einflüsse in der Region zwischen Spätantike, Völkerwanderungszeit und beginnendem Mittelalter. Die Museumsbesucher und Besucherinnen erleben den Gang durch die Landesgeschichte als Entdeckungsparcours. Eine 500 Jahre alte Werkstatt eines Alchemisten aus Wittenberg erinnert an den historischen Dr. Faustus. Zahlreiche Funde des im Dreißigjährigen Krieg zerstörten Magdeburg fesseln nicht nur geschichtsinteressierte Besucher und Besucherinnen. Doch die eigentliche Schatzkammer befindet sich außerhalb des Museumsgebäudes. Das Zentraldepot entstand, als nach wenigen Jahren des Sammelns nicht mehr alle Stücke präsentiert werden konnten. Waren bis 1912 etwa 12.000 fortlaufende Inventarnummern der Sammlung verzeichnet, umfasste der Bestand 1982 bereits 67.000 Katalognummern. Heute spiegeln mehr als 16 Millionen Funde den besonderen kulturellen und ökonomischen Reichtum der Region im Herzen Europas. Das Depot des Landesmuseums befindet sich in einem zentralen Gebäudekomplex mit einer Fläche von fast 15.000 Quadratmetern, der ganz auf die Bedürfnisse des Fundguts zugeschnitten ist. Vollständig erhaltene und außergewöhnliche Funde, die nicht in der Dauerausstellung des Landesmuseums präsentiert werden können, werden in der Studiensammlung sichtbar und zugänglich aufbewahrt. Der Objektbestand des Landesamtes ist auch bei Ausstellungsmachern im In- und Ausland sehr begehrt, was die zahlreichen Leihanfragen belegen. So ist das Land Sachsen-Anhalt in nahezu allen größeren Ausstellungen zum Thema Archäologie in Deutschland und Europa durch Exponate vertreten. Die Kollektion umfasst neben vor- und frühgeschichtlichen Stücken auch mittelalterliche Gegenstände, beispielsweise aus der ottonischen Königspfalz Tilleda. Seltene Zeugnisse einer früh- und hochmittelalterlichen Herrscherresidenz. Kein Wunder, ist es doch die einzige Pfalz in Deutschland, die komplett ausgegraben werden konnte. Auch ungewöhnliche Reste vorgeschichtlichen Lebens werden im Depot des Landesamtes aufbewahrt. Die Megafauna aus den ehemaligen Tagebauen Neumark Nord oder Gröbern beispielsweise. Einzigartige Zeugnisse einer durch Umwelteinflüsse veränderten Artenvielfalt. Um die Schätze des Landesmuseums auch für nachfolgende Generationen zu bewahren und für eine sich rasant entwickelnde Wissenschaft vorzuhalten, spielt die Logistik eine überaus wichtige Rolle. Wo heute leere Regale stehen, werden schon bald bedeutende Funde lagern. Als Veranstalter anspruchsvoller Ausstellungsprojekte ist das Landesmuseum seit vielen Jahren etabliert. Die Präsentation der Welt der Himmelsscheibe von Nebra erwies sich als wahrer Besuchermagnet. Deren bahnbrechende Erkenntnisse zur frühen Bronzezeit in Europa basieren auf einer intensiven 20-jährigen wissenschaftlichen Forschungsarbeit. Die Himmelsscheibe von Nebra und weitere wichtige Funde waren in The World of Stonehenge in London zu sehen, wo sie im Britischen Museum über 250.000 Besucher erreichten. So strahlt der Glanz der Himmelsscheibe von Nebra seit 2004 von Halle aus in die Welt. Das Landesmuseum hat sich auch als Veranstalter anspruchsvoller Ausstellungsprojekte etabliert, für die eine Sonderausstellungsfläche von 500 bis 1.000 Quadratmetern zur Verfügung steht. Unter den zahlreichen großen Ausstellungen sei stellvertretend
an die Präsentation herausragender Funde aus Pompeji und anderen Städten am Vesuv erinnert, bei der viele Exponate erstmals außerhalb Italiens gezeigt werden konnten. Das Landesmuseum steht europaweit im Austausch mit hochkarätigen Kulturinstitutionen. Kooperationen, die nicht nur das Verleihen wertvoller Exponate, sondern auch die fachliche Einbindung von Experten umfassen. Im eigenen Haus sitzen international anerkannte Spezialisten, die nicht nur in konservatorischen Belangen einen sehr guten Ruf haben. Zu ihren Aufgaben gehören auch die Untersuchung, Dokumentation und das ausstellungsgerechte Restaurieren der Fundstücke. Sachkundige Betreuung gilt nicht nur sensiblen musealen Exponaten, sondern auch komplizierten Fundbergungen, die auf der Ausgrabungsfläche nicht abgeschlossen werden können. Prominentes Beispiel ist das Massengrab von Lützen, das in 2 großen Blöcken vom historischen Schlachtfeld geborgen und in der Werkstatt weiter bearbeitet und dokumentiert werden konnte. Die intensive Zusammenarbeit mit Anthropologinnen und Anthropologen ermöglichte neue Erkenntnisse zum Schlachtverlauf und zu den Biografien der im Massengrab Bestatteten. Die Restaurierungswerkstatt des Landesmuseums verfügt über ein eigenes Gebäude, das höchsten fachlichen und technischen Anforderungen entspricht. Auf fast 900 Quadratmetern Fläche befinden sich Laborräume, ausgestattet mit modernster Technik. Doch das Herzstück sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit großer Sachkenntnis und Engagement der Bewahrung des archäologischen Erbes Sachsen-Anhalts verschrieben haben. Zum Dienstleistungsspektrum eines modernen Museums gehören auch Informationsvermittlung und Besucherbetreuung. Ein breit gefächertes Veranstaltungsprogramm bietet unterhaltsame Wissensbereicherung für jede Ziel- und Altersgruppe. Auch für Menschen mit Behinderungen steht das Museum offen. Speziell geschultes Personal und Veranstaltungsreihen ermöglichen den Ausstellungsbesuch, zum Beispiel für Gehörlose und Blinde. Thematisch gegliederte Aktionsprogramme für Kinder und Jugendliche erwecken Geschichte zum Leben und inspirieren zu eigener Kreativität. So hat sich das Haus seit vielen Jahren als Partner für Schulen in Sachsen-Anhalt und den benachbarten Bundesländern fest etabliert. Museumscafé und Shop werden vom Förderverein des Landesmuseums betrieben, der mit den Einnahmen archäologische Forschung unterstützt. Umfangreiche Spezialliteratur ist ebenso erhältlich wie qualitätvolle Repliken herausragender Funde. Die Schriftenreihen des Museums finden ihre Leserschaft im In- und Ausland. Archäologievermittlung und Tourismusmarketing gehen so Hand in Hand. Wer möchte, kann einfach eine Erinnerung mit nach Hause nehmen. Das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle verbindet Tradition und Moderne. Seit über 100 Jahren bezaubert es seine Besucher und entführt sie in längst vergangene Epochen. Große Sonderausstellungen wie Reiternomaden in Europa überraschen nicht nur mit außergewöhnlichen Funden, sondern auch mit besonderen inszenatorischen Ideen. Dass das auch in Zukunft so bleibt, dafür sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus dem ältesten archäologischen Museum in Deutschland einen einzigartigen Lernort und ein Forschungszentrum geschaffen haben, das weit über die Landesgrenzen hinaus einen großartigen Ruf genießt. Doch am besten kommen Sie und überzeugen sich selbst.